Schoenberg's music, it doesn't matter if it's tonality, no tonality, if it's with harmony or not. He's interested in the gesture rather than I'm going to tell a story. No, I'm going to show you a character and you decide what the story is. Diese Scharfkantigkeit und das Kompromisslose auch, das finde ich auch gut. Also er nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Konventionen. Ich finde, es macht Spaß zu hören. Jede Art von Musik, jede Art von Kunst hat, finde ich, mit Neugier zu tun, mit der eigenen Neugier. Also wenn ich höre Schönberg und habe davon schon mal gehört und man kennt, ach ja, das ist dieser Zwölftöner. Und man hört mal rein und man hat den Eindruck, es lohnt sich, mehr kann man ja nicht machen. Und dann kann man sich damit weiter beschäftigen. In fact, Schoenberg created this concept that unabashedly a composer should teach the audience the intellectual side of music. And people were a little bit taken aback with this because it was the first time where classical music was not just something that you listen to in the background. It was something that you actively had to research, to study, to understand in order to appreciate. And now, 100 years later, it's amazing that he is still suffering from the fact that he was the one that challenged the listener to bring something more to the concert hall, which is such a beautiful idea. Die Zwölftonphase ist eigentlich für mich die interessanteste. Vorher klingt es eben zuerst ein bisschen Brahmsig oder auch Mahler natürlich, merkt man sehr deutlich. Aber originell wird er eigentlich wirklich in der Zwölftonphase, wenn er an diese ganzen harmonischen Konventionen sich einfach überhaupt nicht mehr hält. Gleichzeitig fand ich auch noch interessant, der Typ Schönberg, weil das war ja so ein Bastler. Jemand, der dauernd irgendwie ein bisschen vor sich hingefriemelt hat. Er hat sich zum Beispiel selber so eine Schablone gemacht für die Notenlinien, wie so eine Gabel, mit der er dann diese Notenlinien ziehen kann. Er hat sich dauernd irgendwelche Bleistiftverlängerungen selbst geschnitzt und ich weiß nicht, was noch alles. Diese Idee von der Gleichheit, das ist ja auch ziemlich hingebastelt eigentlich, muss man sagen. Aber er hat das eben sehr kreativ, er ist ein Künstler und ein Komponist und hat das sehr kreativ für sich umgesetzt. Und das finde ich toll. Also er hat nicht gelehrt, diese Sachen. Ne? Er hat es nur für sich benutzt. Das war letztendlich nur seine Hilfe, seine Bastelhilfe, wie er die Musik in Szene setzt. People oftentimes mistaken Arnold Schoenberg's music for something that has less to do with emotion. In fact, it's quite the opposite. I think the melodramatic aspect of Schoenberg's music is what really should be the attractive feature that brings us back to this music over and over again. And I try to imagine that actually the same melodramatic gesture that it takes Mahler or it takes even Brahms, 2 minutes to say, it takes Arnold Schoenberg 5 seconds, which is why the music is much more complex, much more condensed, much more dramatic, because it's a very, very short period of time. Als Typ ist er alles andere als ein Revoluzer. Ich habe in dieser Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, noch einen Brief an Hans Roßbaut entdeckt, in dem er tatsächlich geschrieben hat, er fände es so schlimm, dass man ihn immer nur als Zwölftöner und Neutöner sieht und er sah sich selber irgendwie als ein besserer Tschaikowski, fand ich auch interessant. Nee, er war immer sehr von sich überzeugt, ne? Den Eindruck hat man. Und er war mal ganz enttäuscht, wenn andere das nicht so gesehen haben.
You know, to me, listening to the gesture, if I were to just sing for you, this sounds like it's written out of a Handel opera. This is a natural way of portraying drama and crying on stage. Well, this is the main melody in the Kammersymphony. So if you slow things down and you take them apart, you start to understand these little motives, where it's exactly the same thing. He manipulates the time in which they are presented and how. My advice to anyone that is trying to experience Arnold Schoenberg's music, take one small composition first and listen to this one 20 times without expecting anything. And I can guarantee you that the 20th time you listen to it, you will have discovered a world you didn't even know it was there.